Das Begeisternde für mich ist, dass wir, als wir uns vor 1,5 Jahren auf den Weg gemacht haben, eine Vision entwickelt haben. Eine Vision, wie unsere Fabrik der Zukunft aussehen soll. Die Gesellschaft verändert sich, wir verändern uns mit einem Produkt. Warum nicht jetzt? Ich meine, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, diese Vision auch in die Realität umzusetzen. Die Fabrik der Zukunft basiert auf 3 Säulen: die Arbeitsorganisation, die Qualifizierung unserer Mitarbeiter und natürlich die gesamte neue Technologie, die wir einsetzen. Jeden Arbeitsprozess, jeden Job von unseren Mitarbeitern sieht morgen anders aus. Wir reden über nur noch wenige Jahre, wo wir einen Verbrennermotor Fahrzeug bauen und ausliefern dürfen. Das heißt, der Wandel auf ein elektrifiziertes Fahrzeug steht kurz bevor. Und um das gestalten zu können, verändert sich fast alles in unserer Fertigung. Wir kriegen neue Linien, wir haben neue Gebäude. Mit mehr Digitalisierung, neuen Technologien, die kommen, ist ja jedes Mal auch ein Umdenken erforderlich. Wir haben eine Erfahrung im Fahrzeugbau, was Verbrennermotoren betrifft. Und 50% von unserer Erfahrung ist weg. Die gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, alles, worauf wir Entscheidungen bisher getroffen haben, müssen wir neu erlernen. Also dieser ganze Bereich wird ja abgerissen demnächst. Also das wird alles weg im Sommer, und das ist ja die große Veränderung. Wir fertigen hier mit über 800 Mitarbeitern und rund 1000 Robotern jeden Tag ganz viele Karossen für den Fiesta und sind gerade in der Umstellung auf die Zukunft. Also hier hat sich tatsächlich einiges getan. Es wurde hier einmal der Roboter komplett ausgetauscht. Das ganze Kleberequipment ist neu und eben ganz neu für uns ist hier einmal dieses Lasersystem für die Kleberüberwachung. Das heißt, das ist das erste, was wir hier im Rohbau überhaupt so im Einsatz haben. Das Interessante hier an der Anlage ist, dass wir eigentlich eine alte Fiesta-Anlage nehmen und die auch für das neue Produkt zukünftig nutzen werden. Das heißt, man sieht noch ganz schön, da hinten zum Beispiel ist noch einer von diesen alten Orangenrobotern. Und wir haben hier aber jetzt eben auch unsere ganz neuen Fanuc-Roboter. Das heißt, es ist eine Anlage, die umgebaut wird, dass wir die für beide Produkte nutzen können und eben damit den nächsten Schritt in die Zukunft der Fabrik gehen können. Ich komme noch aus einer Zeit, wo Menschen wirklich mit der Hand, mit Messuhren Karosserieteile vermessen haben. Über die Zeit ist alles automatisiert worden. Heute helfen Maschinen. Das nimmt den handwerklichen Teil weg, aber es hat sich deutlich vom Handwerk zur Analyse verschoben. Und da hilft manchmal auch nur der gesunde Menschenverstand, die zu deuten. Schließlich wurden auch die Programme und auch die ganzen Intelligenzen, die dahinter stecken, von Menschen geschrieben. Und wir sind auch Menschen, die das bewerten müssen. In der Zukunft werden Arbeitsplätze digitalisiert, es werden Arbeitsschritte automatisiert und mit dem neuen Produkt entstehen neue Arbeitsinhalte. Es gibt auch Mitarbeiter, die Angst vor diesen Veränderungen haben. Einige sind jetzt voll motiviert dabei für neueste Technik und die anderen, ja, die müssen wir einfach mal mitnehmen natürlich. Natürlich bedeutet immer ein Umbruch auch nochmal Bewegung. Wir müssen dann alle nochmal gucken, wo ist unser neuer Platz, und das muss begleitet werden. Da hinten links.
Guten Morgen zusammen. Morgen. Wir sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt, unsere Qualifizierungsmaßnahmen, unsere Arbeitsorganisation und auch das Nutzen der vielen neuen Technologien sollen sich rund um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren. Und das ist etwas, was uns als Fabrik der Zukunft hier am Standort Köln ausmachen wird. Nur weil ich sage, morgen bauen wir ein neues Auto, habe ich morgen nicht die Skills von den Mitarbeitern, sondern ich muss mich dahin entwickeln. Und so haben wir eine Qualifizierungsoffensive für unsere Mitarbeiter gestartet. Jede Mitarbeiterin bekommt 12 Tage Training hier vor Ort. Also es gibt ein sehr, sehr großes, umfangreiches Paket über Teamkonzepte, über Sicherheit, Ergonomie, grünes Wissen, die neue Technologie kommt. Wir wollen damit all unsere Mitarbeiter darin beteiligen, sodass sie auch motiviert und inspiriert sind, um zusammen diese Zukunft anzugehen. Die meisten Kolleginnen, die zu uns kommen, haben Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Sie können hier beim virtuellen Training stressfrei und in einer ruhigen Umgebung schon mal trainieren und Fehler machen, die keine Kosten verursachen oder die Sicherheit gefährden. Das Entscheidende, was diese Qualifizierungsoffensive bringt, ist eine Sicherheit den Mitarbeitern. Das ist für uns wichtig, dass jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin dieses Gefühl hat, dass wir sie mitnehmen, zuhören, verstehen. Und wir bringen sie dann mit den Führungskräften gemeinsam zum Ziel. Ich glaube, es gibt nichts Entscheidenderes und nichts Kräftigeres als diese Qualifizierungsoffensive. Ich persönlich habe sowas in der gesamten Zeit hier noch nie erlebt. Morgen. Morgen. Man muss sich realisieren, hier in so einem Fahrzeugwerk, jeden 60 Sekunden läuft hier ein Auto von Band und das Auto soll eine richtige und gute Qualität sein. Und all unsere Mitarbeiter arbeiten daran, haben ihre eigene Aufgabe, aber es sind auch Sachen, die schief gehen. Ja, und wichtig dabei ist, dass man nicht nur seine eigene Arbeit macht, aber auch zusammenarbeitet. Jeder ist sowohl Kunde als Lieferant von den Nächsten. Und als solches erfordert das, dass man auch schnell reagiert, schnell kommuniziert, ja, und dann auch schnell agiert, um versuchen, die Probleme zu lösen. Weil jede Minute, die man verliert, ist ein verlorenes Auto. Und deswegen ist diese schnelle Kommunikation und Zusammenarbeit so extrem wichtig in so ein Fahrzeugwerk. Am Ende des Tages, wir erwarten sehr viel von unseren Mitarbeitern im Sinne von neuen Prozessen, neue Abläufe, neue Technologien. Aber es ist die Rolle von den Führungskräften, den Mitarbeiter dabei zu unterstützen. Die Führungskräfte werden den Wandel mit begleiten müssen. Sie werden das, was wir an Grundlagen geschaffen haben mit den Trainings, auch weiter fortführen müssen, um wirklich diesen Kulturwandel und diese Transformation gut zu begleiten. Desto sicherer unsere Führungskräfte sind, umso besser werden sie sich in ihre Führungsrolle versetzen und ihr Team über diese schwierige Transformationszeit leiten.
Wir sitzen jetzt hier, um mit der Einführungsveranstaltung für das Coaching zu starten. Wir haben hier verschiedene Teilnehmer, die dann auch letztendlich Coaches sein werden. Die bekommen jetzt eine Information, warum wir das Coaching überhaupt anbieten wollen und wie das dann auch auf der Plattform funktioniert. Veränderungen und Entwicklungen aktiv mitgestalten. Das digitale Coaching war für mich selbst neu. Ich kannte es nicht auf diese Art und Weise. Also wir haben natürlich dieses digitale Format auch gewählt, weil es sich ja sehr gut in das Produktionsgeschehen einbauen lässt. Es ist flexibel, es ist zeitgemäß, es ist digital, aber trotzdem ist es ja doch individualisiert auf die einzelne Führungskraft. Das finde ich eigentlich das Schöne an diesem Angebot. Wir haben die Möglichkeit, dass unter einer ganz großen Auswahl an Coaches sich unsere Führungskräfte den idealen Coach aussuchen können. Und mir persönlich ist es natürlich wichtig, dass diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt, dass man in einem sicheren Umfeld in aller Ruhe sich selbst reflektieren kann. Ja, ich erhoffe mir von dem Coaching sehr, sehr viel. Unsere Führungskräfte können wir in der Persönlichkeit durch das Coaching so weiterbilden, dass die richtig den Leuten gegenübertreten, mit den Leuten zusammen das Teambuilding machen, Teamwork funktioniert. Dass wir Formate schaffen, dass wir Prozesse neu denken und die so implementieren, dass wir sie danach auch weiterleben, auch wenn der Fokus dann nicht mehr darauf gerichtet ist. Also dass wir auch nach dem Coaching Dinge anders machen und nachhaltig anders machen. Von dem Coaching verspreche ich mir eine Unterstützung, mich persönlich zu festigen und wachsam zu bleiben, dass keiner der Mitarbeitenden sich selbst verliert, sondern ihn mit aufzufangen, zur richtigen Zeit mit aufzufangen, weil nur gemeinsam können wir diese Transformation gestalten. Ich denke, wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu leistet, werden wir gemeinschaftlich als Team diese Herausforderungen meistern. Wenn ich so einen Blick nach vorne werfe, wir haben ja den Zuschlag bekommen für das erste Elektrofahrzeug. Und wir sind natürlich alle jetzt in einer ganz großen Aufbruchsstimmung. Wir bauen unsere Fabrik der Zukunft gemeinsam. Wir reihen uns in die Geschichte ein von Henry Ford, der ja auch ein Transformator war und das schon vor über 100 Jahren, der die Automobilindustrie revolutioniert hat. Und in den Fußstapfen werden wir jetzt die größte Transformation unserer Firmengeschichte machen.